Zippo-Benzinfeuerzeuge sind zeitlose Klassiker. Aber wusstest du schon, dass sich der Zippo-Einsatz wechseln lässt? In diesem kurzen Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du aus deinem alten Zippo ein windsicheres Sturmfeuerzeug mit Jetflamme machen kannst. Die Anleitung lässt sich aber ebenso auf viele weitere Zippo-Insatz übertragen. Schau dazu einfach mal in die Videobeschreibung. Für den Gaseinsatz mit blauer Flamme habe ich mich entschieden, weil ich mit einem anderen Jetfeuerzeug zu Silvester bereits gute Erfahrungen gemacht habe. Im Gegensatz dazu ließ starker Wind die Benzinflamme zu sehr tanzen und machte das Anzünden von Feuerwerk nahezu unmöglich. Bevor ich das Zippo Single Flame Insert einsetzen kann, muss natürlich zunächst der Original-Benzinansatz weichen. Dazu öffne ich die Kappe, halte das Gehäuse unten mit einer Hand fest und ziehe ihn oben am Kamin heraus. Da noch Benzin in der Watte steckt und die Unterseite offen ist, lege ich das alte Innenleben auslaufsicher in einen Zipbeutel, ehe ich es verstaue. Nun greife ich mit dem neuen Zippo Jetflammeneinsatz. Da dieser werkseitig leer geliefert wird, fülle ich ihn zunächst über das Ventil auf der Unterseite mit Feuerzeuggas auf. Rund 900 Milligramm Butangas passen rein. Das reicht für gut 100 Zündungen. Jetzt schiebe ich den Gasbrennereinsatz ins Zippo-Case, und zwar mit der Zündtaste zur freien Seite. Bevor sich der Deckel schließen lässt, muss ich aber zunächst noch den Cam umlegen, also den gefederten Hebel. Wie der Funktionstest zeigt, ist damit mein Zippo Gassturmfeuerzeug für Silvester fertig, mit dessen Jetflamme ich fortan auch bei Wind Feuerwerk anzünden kann. Wenn dir die Anleitung weitergeholfen hat, deinen Zippo-Einsatz gegen einen beliebigen anderen zu tauschen, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniere außerdem den Kanal, um künftig keine weiteren Inhalte dieser Art mehr zu verpassen. Hier noch 2 weitere Videos, die dich möglicherweise auch interessieren können.